Trendkost ist super, also kann ich nur empfehlen. Alles auf verschiedene Teller und guten Appetit. Diese Woche haben wir 23,3 Kilogramm abgenommen. Oh. Pommes mit Nudeln ist halt nicht so geil. Nein, was ein trauriges Leben. Wir machen was ganz Besonderes. Oh. Gemüse fühlen. Das ist eine Brust, ich bin schwul, das kann ich nicht. Also ist Junkfood quasi, weil du sagst ja schnelle Befriedigung, ist Junkfood der Porno und das gesunde Essen ist Liebe machen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Welt, zu Mirjas Welt. Zur Comedy, Infotainment, Wissenstalk und Entertainment Show. Ja, hier lernt man wirklich was fürs Leben. Heute geht alles ums Thema Diäten und ich freue mich wahnsinnig auf unsere tollen Gäste. Wir haben zu Gast Fitness- und Ernährungsexpertin Mareike Spalek. Den wunderbaren Comedian Sascha Korf. Ich bin Mirja Regensburg und das ist unser staatlich geprüftes Fachpublikum. Unsere Regensbürgerinnen. Alles Menschen, die sehr viel Erfahrung mit Ernährung und mit Diäten haben und die ich jetzt auch zum ersten Mal hier sehe und kennenlerne. Schön, dass ihr da seid. Hier haben wir jemanden, der hat sich halbiert. Da ist ein Fitnessmeister. Sie sagt, Diäten sind sinnlos. Und endlich lernen wir ihn mal persönlich kennen. Hier ist für euch Jojo-Effekt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, es ist ja wirklich so, 82% aller Deutschen haben schon eine Diät gemacht, ne? Das ist krass. Ich bin allein 32% davon. Ich hab wirklich alles schon gemacht, von A bis Z. Ich bin auf dem Jakobsweg des Hungerns, wirklich. Pilgern statt Pommes. Ich weiß noch, mein allererstes war, glaube ich, Weight Watchers. Also Weight Watchers bin ich jetzt seit 1994 schon Mitglied. Ein passives Mitglied. Und ich komme auch wirklich mit den Punkten nicht hin. Mein Wochenextra ist jetzt schon wieder bei minus 63. Das ist so geil, wenn die im Supermarkt an der Kasse fragen, sammeln Sie Punkte? Dann sage ich immer ja. Nein, es ist natürlich Weight Watchers, du musst dich dran halten, aber toll sind die Gruppentreffen. Das muss man mal erlebt haben, wirklich. Das macht richtig Spaß. Da ist immer so eine Gruppenleiterin, die hat es ja geschafft und die brüllt wie eine Motivationstrainerin auf Koks. Das ist wirklich sensationell. Ich glaube, dass die parallel ja noch bei der Bundeswehr ausgebildet werden. Liebe Teilnehmer! Diese Woche haben wir 23,3 Kilogramm abgenommen. Juhu! Aber auch 3,2 Kilo zugenommen. Oh, ich will nicht sagen, wer. Zack, alle gucken mich an. Ja gut, ich stand halt auch nackt auf der Waage. Auf Spitze wie so eine Ballerina, damit die Waage denkt, ich bin nicht richtig drauf. Dann von der Waage runter und an den enttäuschten Menschen vorbei. Es war wie bei Game of Thrones. Schande, Schande, Schande. Es ist immer die Stille, wo man genau merkt, wer Game of Thrones geguckt hat. Nein, es ist wirklich, du musst dich natürlich dran halten. Weight Watchers ist, da sind allein die Mengenangaben so ein Esslöffel Öl. Bei mir kommt da immer was drüber, das ist natürlich doof. Richtig gut fand ich aber tatsächlich Kohlsuppendiät. Also Kohlsuppendiät, das muss man auch mal erlebt haben. Das war doch in den 90ern, oder? Erinnert sich noch jemand, die Älteren, Kohlsuppendiät und nichts? Kohlsuppendiät, das haben wir alle gemacht, oder? Da wurde bei uns im Dorf in Nordhessen ein ganzer Container Kohlsuppe gekocht. Dann hat sich jeder was abgefüllt und ab ging der Spaß. Ja gut, erster Tag Kohlsuppe, weiß ich noch, ist ganz gut gelaufen. Zweiter Tag habe ich so ein bisschen nachgewürzt. Bisschen Thymian, Basilikum, Käse, Sahne, Hackei. Kurz überlegt, ob ich noch ein paar Ferrero Rocher reinbrösel. Für einen Crunch. Ja, hat natürlich nicht so funktioniert. Ne? Und wie es in der Wohnung gerochen hat, da können wir ja offen drüber reden. Ne? Bei mir sind sogar die Fliegen ausgezogen. Sind an mir vorbeigeflogen. Wie schaffst du das, Mirja? Ja, wir haben das ja auch alle gleichzeitig gemacht bei uns in Nordhessen. Ne? Da konntest du zu der Zeit durch die Kasseler Berge nur noch mit Nebelschlussleuchte fahren. Ich glaube, es war damals im Frühjahr. Daher kommt ja wahrscheinlich der Begriff Flatulenz.
Jetzt würde mich mal natürlich interessieren, hat einer von euch schon mal Kohlsuppendiät gemacht? Hast du schon mal Kohlsuppendiät gemacht? Nee, ich habe bei Weight Watchers aber mal angerufen, aber hat keiner abgenommen. Hat keiner abgenommen. Den Gag habe ich ja noch nie gehört. Hat einer von euch schon mal Weight Watchers gemacht? Ist jemand Weight Watchers erfahren? Nee, das ist auch wirklich Wahnsinn, ne? Kohlsuppendiät, die Älteren, Kohlsuppendiät. Du hast Kohlsuppendiät gemacht. Erzähl mal. Ich habe das schon mal ausprobiert. Das ist eigentlich auch lecker. Also am ersten Tag denkt man... Am ersten Tag? Ja, wow, wie lecker eigentlich. Ja, so das ist gesund. Das ist überhaupt nicht so schlimm, wie alle denken. Aber ja, dann kommt der zweite Tag und Ja. dann... Ja. Und dann der dritte. Und es wird immer schlimmer. Also den vierten habe ich nicht mehr erlebt, aber... Nee, niemand. Niemand. Ich glaube, wenn man als Paar das gemacht hat, dann war man getrennt. Nein, ich glaube, das hat niemand erlebt. Das gibt's, also das ist einfach, das ist zu krass, oder? Das ist einfach auch zu einseitig. Ich fand ja auch schön Trendkost. Trendkost ist super, also kann ich nur empfehlen. Alles auf verschiedene Teller und guten Appetit. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ja wirklich alles so. Slimfast? Wer hat Slimfast von euch gemacht? Du hast Slimfast gemacht. Du bist meine Frau. Slimfast, erzähl, wie war's? Extrem eklig. Extrem eklig. Oh, für die das nicht kennen. Slimfast ist dieser Drink, das ist so ein Pulver, den man mit Wasser anrührt. Ne? Das ist schon beim Anrühren, denkst du, oh Gott, nehme ich ab oder ziehe ich eine Wand hoch? Mit Gin ging's aber ganz gut. Aber nehmt nicht Sambuca, das klumpt. So, was gibt es noch was habe ich vergessen? Macht jemand intermittierendes Fasten? Intervallfasten. Intervallfasten. Ja. Weißt du, dass ich ganz lange dachte, das heißt intermittierendes Fasten? Mit Met? Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Hätte dir auch gefallen? Ja. Ist doch geil, oder? Schön morgens direkt schon mal ein Mettbrötchen. Oh ja. Hast du gemacht, Intervallfasten, oder machst du noch? Ja, habe ich gemacht, tatsächlich, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich das wohl schon jahrelang mache. Also Du hast freiwillig 16 Stunden nichts gegessen? Hast du die Schlafkrankheit? Nee, ich frühstücke eigentlich nicht. Und Ja. habe mir dann so als Motivationsschub gedacht, hey, ich mache mal Intervallfasten, so 2 Monate. Und irgendwann kam ich drauf, dass ich das schon immer mache. Also, und sich nichts getan hat, von daher war das dann Du bist sinnlos. ein bisschen komisch auch, ne? Ja, ein bisschen. Manchmal. Aber das funktioniert doch nur, wenn man morgens nix Kaffee, Cappuccino, nix. Ja, genau. Das machst du? Stehst du nicht auf und direkt erstmal ein Käffchen? Nee. Sonst kann ich gar nicht aufs Klo. Okay, und dann die 16 Stunden. Ich finde ja, ganz ehrlich unter uns, es funktioniert ja nur, wenn du wirklich 16 Stunden durchschläfst. Ne? Das habe ich hingekriegt. Mit Schlaftabletten geht das ja. So, aber die 8 Stunden sind doch der Horror. Ja. Bei mir war das wirklich so, ich habe das ja probiert, ne? 9:59 Uhr saß ich mit Messer und Gabel und Lätzchen um den Hals am Tisch und dann 9:59 Uhr und 58, 59, 10 Uhr. Habt ihr mal als Kinder Würstchenwettessen gemacht? So war das. Nein, das funktioniert gar nicht. Ich war mal auf einem Kreuzfahrtschiff in der Zeit, habe ich mich den ganzen Tag in so ein Restaurant für 8 Stunden einschließen lassen. Ja, gut. Aber wie hast du das dann gemacht? Du hast dann mittags angefangen zu essen. Ja, durch die Arbeit irgendwie, ja. Ich war noch nie ein Frühstücker morgens und dann, ja, wenn ich auf der Arbeit war, dann arbeitet man. Nicht beim HR, also wenn man arbeitet. Du hast dann. gearbeitet. Ja. Und ja. Aber darf ich fragen, sie kann ja jetzt keine Masseurin sein oder so, ne? Sorry, ich muss mal eben. Was machst du für einen Beruf, dass du da so viel essen kannst? Bin bei der Krankenkasse. Ach, bei der Krankenkasse, ja. Ja, die sind ja bekannt dafür, dass sie unheimlich viel arbeiten. Die haben ja alle Burnout. Das interessiert mich natürlich auch, Diäten sind sinnlos. Hast du denn schon mal eine gemacht? Ja, Welche hast du gemacht? ich habe auf Kohlenhydrate verzichtet. Nein, was ein trauriges Leben. Ja, fand ich auch. Deswegen habe ich es wieder gelassen. Ja, okay, ja. Wie lange hast du es durchgehalten? 3 Stunden. So ungefähr. Wie lang? Also ganz einfach mal ein paar Tage. 1-2 Tage, ja. Und dann wirklich Nudeln, Brot, also alles, was glücklich macht. Genau. Das macht doch keinen Spaß, ne? Nee. Nein. Aber du bist ja schlank, also was ist dein Tipp? Was machst du? Wo würdest du sagen, das funktioniert für mich? Für mich funktioniert alles frisch und selber zu machen. Und wenn ich Nudeln mache zum Beispiel, mache ich die auch selber. Aus Hartweizengrieß. Ja. Mit so einer Rolle und durch Eier streicheln und dann noch? Hast du viel Zeit? Ich denke, sie ist eine HR-Mitarbeiterin wieder, ne? Ja. Aber da braucht man Zeit, oder? Das kann man ja sagen. Man braucht ein bisschen Zeit tatsächlich, ja. Genau. Aber du nimmst dir die, weil du den Genuss liebst und dich auch damit gerne beschäftigst. Sozusagen. Genau. Ich finde auch, es schmeckt einfach viel besser, wenn man dann alles mit Liebe, mit der Hand gemacht hat. Ja, das ist meistens so im Leben mit Liebe mit der Hand. Sorry. Falsche Sendung.
So, was haben wir denn noch? Das ist natürlich auch für mich sensationell wichtig zu wissen. Ich habe mich fast halbiert. Was ist da passiert? Du hast bei einem Zauberer gearbeitet, der hat dich durchgeschnitten und dann warst du nur noch die Hälfte oder schlechter Gag, merke ich selber. Ich habe 180 Kilo gewogen. Nein. Tatsächlich. Habe mittlerweile 85 Kilo abgenommen. Wow. Und ja, das finde ich auch. Das ist, weißt du, ich stelle mir mal vor, man sagt ja immer, eine Packung Milch ist ja 1 Kilo. Ne? Jetzt stellt euch vor, wie viele Packungen Milch, das kann ja kein Mensch mehr tragen. Also höchstens der Fitnessmeister. Genau. Wie ist das gekommen? ich war eigentlich schon immer der Dickste in der Klasse, also wirklich von der Kindheit auf. Und so richtig extrem wurde es eigentlich im Jugendalter, im Teenageralter. Und ja, sehr viel Frustesserei. Dann hat das Mobbing angefangen bei der Arbeit. Hat mich sogar dazu gebracht, die Arbeit abzubrechen, also die Ausbildung abzubrechen. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Leider. Und wie hast du es dann, hast du das selber dir überlegt, ein Konzept, oder hast du eine klassische Diät gemacht? Wie hast du es dann geschafft? Ich war Kandidat bei The Biggest Loser. Ah! Genau. Nein! Ja, und habe auch ins Finale geschafft. Habe im Finale 70 Kilo abgenommen, aber seitdem hat sich mein Leben komplett verändert und habe noch weiter an mir gefeilt und habe jetzt noch größere Ziele. Ja, Wahnsinn. Und wahrscheinlich machst du auch dieses Sport, von dem immer viele reden, ne? Genau, also wirklich in der Intensivphase 6 Stunden am Tag. Okay. Und das für die ersten 70 Kilo habe ich 5 Monate gebraucht. Ja, was ja nicht lang ist eigentlich. Und die Ernährung? Eigentlich nicht. Nee. Und gefällt dir, was du siehst im Spiegelbild? Würdest du sagen, du bist angekommen oder möchtest du noch was verändern? Wie fühlst du dich? Ich sage, ich bin zu 90% angekommen. Bald ist noch meine Hautstraffung geplant, die Operation. Es sind 10 Stunden OP. Und dann wird noch alles entfernt. Es sind nochmal 5 Kilo Haut geschätzt vom Arzt. Und dann bin ich auch bei der 90 Kilo Abnahme, habe ja 180 gewogen. Und dann bin ich halbiert. Dann kann man das fast hier wegmachen. Dann kommst du noch mal mit einem neuen Schild. Genau. Komm ich noch mal. Mein Riesenapplaus, das ist ja echt der absolute Wahnsinn. Das interessiert mich natürlich auch, weil bei dir steht's drauf, ohne Sport, da wären wir jetzt im Geschäft, weil das würde mich sehr interessieren, denn ich mache Sport ganz selten, weil ich will, dass es was Besonderes bleibt. Und es tatsächlich auch, glaube ich, nichts mehr wird. Aber du sagst, du hast ohne Sport, wie hast du abgenommen, 40 Kilo? Welche Diät hast du gemacht? Also ich habe komplett auf Kohlenhydrat verzichtet. Nein. Aber da ich ja Fleischesser bin und Steak, Also Atkins. Ja, ich esse gern Fleisch. Und Intermittierendes Fasten. da habe ich ja bei der Ernährung immer Steak und Fisch und was soll ich, in Richtung Fleischarten gehabt. Das hat mir auch ausgereicht. Das hat meinen Genuss schon, sage ich mal so. Also quasi immer ohne Beilage. Nee, doch, Beilage, Salat, Gemüse. Salat ist doch keine Beilage, Salat ist eine Zumutung. Ja, aber wir können ja, glaube ich, zusammenfassend sagen, es gibt alle möglichen Varianten. Ne? Es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Ich habe so diese klassischen Diätfallen alle hinter mir. Und ich weiß natürlich auch, wie wir ja wahrscheinlich hier alle wissen, ja, entweder Bewegung oder mehr intuitiv essen, vor allem gesünder essen. Und wer schon mal eine Diät gemacht hat, hat ja mit dir schon mal Bekanntschaft gemacht. Deswegen kann man ja so sagen, ne? Der beste, wenn man wirklich eine klassische Diät gemacht hat, ist der beste Freund nach der Diät Jojo-Effekt. Ich bin froh, dass du heute da bist, dass wir dich alle mal sehen, dass es ein Gesicht gibt. Und ich glaube, ja, wir brauchen intuitives Essen, wir brauchen gesundes Essen und ein bisschen bewussteres Essen. Und ob und wie sowas geht, das weiß heute mein erster Gast. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Spätestens seit The Biggest Loser kennt man sie ja. Sie ist Fitnessmodel, sie ist Influencerin. Mareike Spalek. Wir machen Corona-Begrüßung. Wow. Dein Applaus, komm. Danke. Hallo, schön, dass du da bist. Geh mal hier hin. Habe ich mir so überlegt, weißt du, die neue Corona-Begrüßung nicht, machen ja alle so, wir machen Arsch. Ja, sehr gut. Finde ich sehr sympathisch. Ja, so, erstmal 0 Punkte anstoßen. Oh, richtig. In der Mal Luft. was Verrücktes. Mit Wollen wir Wasser. mal was Verrücktes machen? Ja. Mhm. Schön, dass du da bist. Meine allererste Frage ist natürlich die, glaube ich, uns allen auf der Seele brennt. Hast du schon mal eine Diät gemacht?
Ja, natürlich. Ich habe ja auch Wettkämpfe früher gemacht in der Bikini-Klasse. Ich habe jetzt gerade schon so kurz gehört, hier, deutscher Fitnessmeister und so. Das Ich habe ein ich auch Foto alles hinter gesehen, da mir. sah sie wirklich aus, als hätte sie ein Xylophon verschluckt. Das war total krass. Richtig super muskulös warst du da. Ja, und das geht natürlich nicht ohne Diät. Ne? Also da habe ich viele, viele Jahre, habe auch meine Form sehr lange gehalten, weil ich von einer Wettkampfsaison in die nächste gearbeitet habe. Und ja, ich habe Diäten gemacht. Ja. Ganz klar. Bin aber auch froh, weg davon zu sein. Ja, und heute sagst du, eine Diät macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, genau. Weil du selber auch, ich habe mal in einem Interview gelesen, hast du gesagt, bei dir ging sogar die Zeitung morgens beim Frühstück schon auf die Hüften. Genau, diesen Spruch habe ich gerne genutzt. Genau, also du bist auch jemand, der jetzt nicht so einen mega Verbrennmotor hat, sondern Ja. der auch ansetzt. Ja. Ja gut, man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja immer solche und solche Typen. Ne? Es gibt welche, die sind dann eher so, ja, meine Schwester zum Beispiel, die kann mehr so essen, was sie möchte und ist halt super im Verbrennen, im Motor. Und ich gehörte halt immer schon zu denjenigen, die schon ein bisschen so gucken müssen, worauf sie, was sie halt essen. Und dementsprechend, ja, ist es aber auch, finde ich, sogar ganz gut gewesen, dass es so ist, weil dadurch musste ich mich halt mehr damit auseinandersetzen. Und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich diesen Lifestyle nicht bekommen, wenn ich es nicht irgendwo auch machen musste. Ja. Ja. Magst du mal erklären, wie das funktioniert, wenn man sich also nach deiner Methode ernährt? Also es gibt da kein Schema F, weil es ist halt tatsächlich so, ich arbeite ja mit vielen, vielen Coaches zusammen und letztlich ist es halt so, es ist nicht die eine falsche Mahlzeit, die du gegessen hast. Es ist auch nicht das eine Training, was du nicht gemacht hast, sondern du musst halt ganz anders ansetzen. Und letztlich, derjenige, der etwas verändern möchte, muss erstmal hier oben anfangen. Ne? Also im Kopf das Bewusstsein schaffen für etwas. Man muss Routinen ändern. Das sind ja einfach die Gewohnheiten, die dich sonst immer wieder dahin zurückbringen. Weil wenn ich dir jetzt einfach sage, hey, mega, Schema F, mach mal, dann sagst du, okay, ich starte jetzt. 2 Tage durch. Richtig. Und dann denkst du dir, na, ich glaube, ich gehe wieder in meine anderen Routinen rein. Ja. Und dann hat dieses Schema F halt überhaupt nicht funktioniert. Das sind halt bei mir eher so Grundsätze, auf die ich achte und auch Bewusstsein, was ich vermitteln möchte. Und das versuche ich auch deswegen auch über Social Media immer wieder zu vermitteln. Einfach den Menschen zu sagen, hey, das und das sind so grundlegende Dinge. Macht ihr euch nicht Gedanken darüber, was man sich für Supplements reinfahren muss oder sonst wie, sondern fangt doch an, zum Beispiel genügend ausreichend Wasser zu trinken. Kostet nichts, ne? Chris geschenkt. Genau, und das sind halt so viele Kleinigkeiten. Und wenn man das auch umsetzt, dann ist das gar nicht so schwer. Die meisten Menschen essen ja, glaube ich, emotional. Ich esse auch noch saisonal. Genau, und du sagst, man soll intuitiv essen. Soweit bin ich ja jetzt in meiner Entwicklung nach all den Diäten auch schon. Ich merke natürlich, das ist alles Quatsch, macht überhaupt keinen Sinn. Er ist immer an meiner Seite. Ich muss jetzt immer... Ja, servus. Ja, der Jojo. Der Jojo, der sitzt ja schon zu Hause und macht die Jeans eng und wartet, bis du kommst. Nein, genau. Und das weiß ich jetzt auch. Aber ich finde es so wahnsinnig schwer, intuitiv zu essen. Da würde mich natürlich auch mal gleich interessieren, was du sagst, weil du für Kinder kochst. Denn eigentlich beginnt es doch zumindest in meiner Wahrnehmung schon in der Kindheit, wie wir erzogen werden. Ja. Bist du der Typ gewesen, der es auf den Teller drauflassen musste oder sollte oder der aufessen musste? Und bist du belohnt worden mit Essen und mit Süßigkeiten? Da frage ich dich gleich mal zu. Aber wie machst du das mit deinen Kunden, mit deinen, wie sagt man, sind es Kunden? Ja. Ja, Klienten im Grunde. Genau, ja. also guckst du individuell, sagen die dir erstmal, was esse ich gern? Also, ja. So. Also es ist im Grunde schon fast wie so ein Tagebuch, was geführt wird, weil man muss ja auch die Gewohnheiten kennenlernen. Ich kann ja auch nicht sagen, hey Mea, du isst jetzt jeden Morgen Eier zum Frühstück und du sagst mir, ey, Eier gehen gar nicht. So 2 Tage, ja, und dann bringt das ja alles nichts. Also ich muss ja schon wissen, was sind deine Gewohnheiten, was ist das, was du gerne magst. Ja. Und dann können wir daraus ein Konstrukt schnüren quasi. Und dieses intuitive Essen, ja, es hört sich so einfach an und man denkt so, ja, mir ist jetzt intuitiv nach Schnitzel und Pommes. Kann ja sein. Ich habe nur diese Gefühle. Ja, eben. Und deswegen ist halt so ein intuitives Essen, das muss man halt auch erstmal wieder erlernen, ne? Weil du bist ja intuitiv, geht man zu seinen Routinen zurück. Und wenn die Routinen aber nicht verändert sind, dann ist intuitives Essen halt auch nicht so optimal. Ja, aber wenn mir doch nie nach Salat isst, wie soll die Intuition... Dann lass es doch. Es gibt andere Sachen. Was macht ihr in der Kita, dass ihr die Kinder nicht total schon auf Zucker... Also, ja, also unsere Kita ist tatsächlich eine zuckerfreie, also zuckerfreier Vormittag haben wir.
Und, Ist ja geil, da sind die mittags nicht total überdreht. Ne? Das ist ja schon mal gut. Naja, also nach dem Mittagessen gibt es dann schon mal einen Nachtisch. Also dann darf es schon mal Zucker sein, ja. Aber jetzt zum Frühstück, gut, Fruchtzucker halt im Obst. Ne? Es gibt rohes Gemüse und es gibt das Obst. Jeden Tag ein anderes Brot beziehungsweise eine andere Mehlsorte, Getreidesorte und Käse, Butter. Also die Kinder werden in den 4 Jahren, in denen sie bei uns sind, ich sage immer, reich groß. Ja, und die Eltern machen da auch mit? Also, ja, weil ich stelle mir jetzt Ja. vor, du hast da jetzt die Äpfelschnitzelchen gemacht Ja. und dann kommen die abends nach Hause und da gibt es dann Fastfood. Ja, bringt's ja nichts. dann ist es halt so. Ach so, Aber dann okay. habe ich dafür gesorgt, dass sie Ja. ein Frühstück haben und dass sie auch ein ordentliches Mittagessen haben. Und Obst vor allem, finde ich Ja. auch. Ne? Also, Also man geht Hab ich mal mittlerweile gehört. schon wieder mehr von dem, also man sagt nicht kein Obst, nein, aber mehr Gemüse wie Obst sollte es sein, über den Tag verteilt. ja, das kannst du bestätigen, ne? Das ist, absolut. Ja, also Ja. ich beobachte dich ja auch auf Instagram. Das Problem ist, sie macht wirklich viel Sport. Das ist natürlich, wenn ich noch schlafe und morgens aufstehe, dann sehe ich auf Instagram, ist sie schon 800 Runden gelaufen, 400 Mal mit dem Hund, war schon in einer anderen Stadt und hat auch schon, du trinkst ja auch, das finde ich ja auch sogar, sie trinkt morgens ja einen Vitalpilz-Kaffee. Habt ihr davon mal gehört? Ist es ein Champignon mit ADHS? Das ist sehr lustig, weil als ich darüber gesprochen habe, habe ich erzählt, was für ein Vitalpilz denn da drin ist. Und da habe ich gesagt, da ist Löwenmähne drin. Ja. Weil der Vitalpilz heißt Löwenmähne, weil er ungefähr so aussieht. Wie du. Ja? Du Ja, hast den. genau. Aber ich wurde dann tatsächlich gefragt, beziehungsweise wurde mir dann vorgehalten, wie ich denn sowas trinken könnte, wenn da Löwen für Kleine geopfert werden. Und ich so, wartet mal, Moment mal. Nur weil der Vitalpilz Löwenmähne heißt es Ja. noch lange nicht, dass Löwen dafür herhalten müssen. Ja? Genau. Und wenn du den trinkst, singst du auch automatisch aus König der Löwen. Svenja! Das ist ein morgendliches Ritual. Ich hab's mir Why gedacht. not? Ja, warum nicht? Ja, genau. Und du isst ja auch sehr proteinreich. Ja. Ne? Das ist das auch ein Geheimnis? Würdest du sagen, vieles mit Proteinen zu ersetzen? Also ich würde jedem empfehlen, der irgendwie an seinem Gewicht oder an seiner Figur etwas verändern möchte, das ist so ein Tipp, den ich immer mitgebe, ist, ich würde in jeder Mahlzeit schauen, dass eine Proteinquelle mit dabei ist. Ja. Kannst du das bestätigen? Hast du auch viel mit Proteinen gearbeitet? Definitiv. Ich Ja. bin zwar kein Vegetarier, Mareike ist ja nähre mehr mich schon vegetarisch. sehr, ja. Und ich hole mir definitiv die Proteine aus dem Fleisch und Fisch. Ja, genau. Aber du machst ja auch manchmal so Toppings auf deine Bowls. Das sind so Soßen. Und dann sagt sie auch immer, die haben überhaupt gar keine Kalorien. Und dann denke ich, ja, aber was ist denn da drin? Die leuchten doch im Dunkeln, oder? Ja, die nutze ich tatsächlich gar nicht so häufig. Ich nehme auch so Mandelmus oder sowas, finde ich auch sensationell. Und die haben schon ordentlich Kalorien, muss man ja dazu sagen. Ich mache da so eine gesunde Mischung aus allem Möglichen. Ja. Aber ich habe tatsächlich, und das haben wir jetzt eben auch ein bisschen rausgehört, mit dem selber kochen, viel Zeit investieren, hast du gesagt, du machst sogar die Nudeln selber. Ich bin ja viel unterwegs. Okay. Und mein Leben ist ja dann im Hotel. Ja. Ich koche nicht selbst. Und ich esse auch immer sehr spät abends, nicht vor meinem Programm, wenn ich mein Programm spiele. Und ich finde dieses Unterwegssein so schwierig. Was würdest du jemandem raten? Es gibt ja viele Leute, die unterwegs sind, nicht nur Comedians, Vertreter, alles im Außendienst und so weiter. Tankstelle ist auch ganz schwierig, oder? Ja. Also da liegt ja auch nicht der Obstsalat an der Kasse, sondern Beefy Roll. Was mache ich da? Ja, absolut. Ich bin auch viel unterwegs und ich habe viele meiner Klienten, die viel unterwegs sind. Ich sag mal so, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und man muss ja auch dazu sagen. Ja. Soll ich wieder gehen? Das war Mareikes Ballett! Nein, aber ich würde Kannst sagen, du nicht mitkommen? ich würde sagen, es ist, glaube ich, es ist so einfach wie noch nie, Alternativen zu finden, weil es einfach so unfassbar viele Alternativen gibt. Natürlich muss man da auch wieder Ausschau halten, weil alles, was gesund aussieht, ist auch nicht gleich gesund, ja. Aber es gibt mittlerweile so coole Alternativen, die es einem so einfach machen, dass man auch nicht mehr auf Süßes verzichten muss, weil es einfach andere Alternativen mittlerweile auch in fast jedem Supermarkt gibt und so. Und es wird von Jahr zu Jahr einfacher. Man muss es halt nur wissen, wie. Hast du mal Cheat Days auch, wo du auch mal sagst, heute lasse ich es krachen?
Gibt es sowas Ich überhaupt? bin überhaupt oder? gar kein Typ für Cheat Days, weil ich denke, wenn, dann sollte es ein Cheat Meal sein, also eine Mahlzeit, nicht den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja. Aber wenn mir mal wirklich danach sein sollte und ich habe wirklich Bock auf irgendwas, dann esse ich es auch. Ja. Ja. Und du bist auch, wie sie auch, ein bisschen auf intermittierten, also Intervallen, ne? Also, Ich bin intermittiert. also, dass du nicht frühstückst und auch lange dem Körper die Zeit lässt, zu verdauen, alles zu verarbeiten. Tatsächlich habe ich das 2014 angefangen, also schon viele, viele Jahre, aus dem Aspekt heraus, dass ich vorher halt noch in der Bikini-Wettkampf-Saison war und ich da auch 5, 6 Mahlzeiten am Tag hatte. Und im Grunde nur noch von Mahlzeit zu Mahlzeit gedacht habe. Und ich war irgendwie gefühlt nur noch am Kochen, am Vorbereiten, am Essen und irgendwie, was esse ich jetzt, was esse ich dann? Und dann habe ich mich damit halt beschäftigt, mit Intervallfasten. Und für mich war das einfach eine Erleichterung von meinem Tagesablauf, weil ich erstmal den Morgen Zeit hatte. So, krass, ich muss mich jetzt gar nicht darum kümmern, irgendwas zu essen. Ich muss mich darum kümmern, irgendwas vorzubereiten. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht und wäre früher niemals ohne Frühstück aus dem Haus gegangen. Und Ja. dann habe ich das jetzt, also mittlerweile im 7. Jahr. Ich bin aber gerade so ein bisschen dabei, das intuitiv mal wieder umzustellen. Ja. Was würdest du denn jemandem sagen? So, ich glaube, ich bin jetzt schon so weit und wir haben ja da auch gehört von dir, Diäten sind sinnlos. Wenn aber jetzt zum Beispiel jemand mit Übergewicht sagt, hast du ja zum Glück nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach, das wird nichts mehr. Jemand, der vielleicht wirklich aufgegeben hat und sagt, nee, ich habe alles probiert und ich würde eigentlich gerne und dann so eine Gleichgültigkeit schon kommt. Wie würdest du denjenigen coachen? Würde der dann zu mir kommen? Also Zum Drill-Instructor? ich glaube, zu mir kommen, also stimmt, zu mir kommen viele, die sagen, ich habe schon alles versucht. Genau, ja. Und ich möchte das jetzt noch eine letzte Chance, gebe ich dem noch und deswegen komme ich zu dir. Das sind eigentlich so die Leute, die bei mir landen. Und die haben große Erfolge, das muss man sagen. Also Ja, die das- haben große Erfolge, aber weil ich halt anders arbeite, weil ich halt einfach individuell und persönlich arbeite und nicht nach einem Schema F und auch halt den anderen Impuls setze. Das ist auch direkt, ich sage nicht so, du musst nicht denken, nur weil wir jetzt morgen anfangen miteinander zu arbeiten, dass du ab morgen 120% geben musst und alles änderst, weil Ja. das werden wir nicht dauerhaft halten können, sondern eher mit kleinen Steps, kleine Veränderungen anfangen und dann irgendwann kommt erstmal wieder das Training dazu, dann kommt ein bisschen davon dazu, dass wir das halt so ein bisschen reinschleichen und nicht dieses ganz oder gar nicht Mentalität, was im Grunde fast alle fahren. Ne? Die denken so, Ja. ab morgen fange ich an oder ab Montag oder Ja. ab dem 1. Und dann dieses ganz oder gar nicht. Und wenn dann ein Punkt kommt, sie machen ganz und dann kommt so der eine Punkt, der vielleicht gesagt nicht so in den Plan gepasst hat, wie man sich das vorgestellt hat und dann denken sie, ja, jetzt ist eh alles vorbei. Wer Genau. kennt das? Ja, ja. So, jetzt, der Tag ist ruiniert, jetzt kann ich direkt weitermachen. So, alles in mich hineinstopfen. Und dann fange ich nächste Woche wieder an. Aber geht's denn ohne Sport? Es geht schon ohne Sport. Ich würde es niemandem empfehlen, aber um ehrlich zu sein, wenn es um die reine Gewichtsreduktion geht, funktioniert es ohne Sport. Aber mit Sport macht es halt mehr Sinn, auch gesundheitlich gesehen. Es Ja. geht schneller, weil wir einen anderen Kalorienverbrauch haben und. Also ich würde niemals sagen, mach es ohne Sport, weil dafür stehe ich nicht da. Aber es würde funktionieren. Ja, muss man ja Und ehrlich das sein. sieht gut aus, wie wir hier sehen könnt. Man kann mit Mareikes Beinen kann man Walnüsse knacken. Das habe ich vor der Show ausprobiert. Eine letzte, genau. Wenn morgen etwas kalorienfrei wäre, was würdest du dir wünschen? Eine einzige Sache. Oh, das ist schwierig. Ich habe nämlich tatsächlich nicht so dieses eine Ding, wonach ich irgendwie, wo mir schon das Wasser im Mund zusammenläuft, ich es aber nicht esse, weil ich das nicht aus gesundheitlichen Gründen oder weil es mir auf den Hüften landen würde oder sonst was. Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher so eine Pizza nehmen. Ja, bei mir wären es auch Nudeln, auf jeden Fall. Ja? Ja, Nudeln ist für mich, also ist süß mit deinen Erbsen-Linsen-Geschichten, aber Ich koche mal für dich Linsennudeln. ja, okay, koch Ja. du mal für mich Linsennudeln. Ja. Da machen wir einen Deal draus. Ja. Vielleicht, du kommst Ich aber kann auch dann. für dich Ja, kochen. natürlich. Kein Problem. Mein nächster Gast, auf den freue ich mich sehr und ich glaube, der kann auch eine ganze Menge zum Diätenmarathon berichten, weil er auch schon viele Sachen gemacht hat und weil er auf eine sehr einzigartige und sehr lustige Weise darüber berichten wird. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und er ist eigentlich schuld, dass ich Comedian geworden bin. Das ist das Lustigste daran. Er ist ein sehr guter Freund, ein toller Kollege und ein hervorragender Comedian. Hier ist Sascha Koff.
Es ist ja so großartig, weil wir wissen ja halt eben, ihr seid so, wie viele Leute seid ihr? 360. Halt weniger wie sonst, aber so eine tolle Stimmung. Ja. Super. Aber Melja, ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Ja, warum? Wieso muss ich neben diesem Mann spielen? Ja. Da sieht doch jeder, weißt du siehst fantastisch aus. Ja. Großartig. Du hast Muskeln an Stellen, darf ich nicht mal stellen. Das kommt noch im Alter. Das kommt noch mal, Ja, aber weil du so Fitness machst, oder? So, aber ich bin jetzt Mitte 50, ne? Das ist ja nochmal anders. Ich bin als Mann inzwischen in dem Alter, wo der Körper den Klamotten entgegeneilt. So ein leises Lachen ist aber ganz schlimm. Ne? Ich mach den Gag nochmal, wir schneiden das nochmal rein. Ne? Das heißt, ich mach denselben, wir gehen nochmal zurück, ich gehe nochmal zu ihm und dann dreht ihr völlig durch. Es wäre schön, wenn die Frau von der Kita aufstehen würde und sagen würde, das sehe ich genauso, okay? So, das ist ja Wahnsinn! Hör mal, du siehst fantastisch aus! Sensationell! Du hast ja Muskeln an Stellen, darf ich nicht mal stellen! Sehe ich genauso. Nein, zu früh! Nochmal! Zu früh! Nochmal zurück. Hey! Das ist ja Wahnsinn! Du hast ja Muskeln an Stellen, darf ich nicht mal stellen! Hey! Ja, ist für mich auch schwierig. Ich bin ja Mitte 50 und ich bin als Mann in dem Alter, wo der Körper den Klamotten entgegeneilt. Ja, jetzt stehst du nicht auf. Na toll. Ja, ich habe aufs Zeichen gewartet. Du hast aufs Zeichen gewartet. Auf das Zeichen gewartet. Ja, fantastisch. Nein, ich freue mich tierisch, heute hier zu sein. Und ich finde es auch sehr lustig, was schon erzählt worden ist, weil ich bin wirklich tatsächlich jemand, ich habe alle Diäten schon mal ausprobiert und ich habe wirklich so viel gemacht und ich mache ja Vermilja, ich mache auch Weight Watchers. Und das Doofe ist, ich habe heute nur noch einen Punkt. Was ist ein Punkt? Ne? Was ist ein Punkt? Ich weiß nicht, was ist ein Punkt? An der Pommesbude vorbeilaufen, tief einatmen, weitergehen. Vielleicht ist das ein Punkt. Letztens sagte eine Freundin zu mir tatsächlich ein Punkt, ne? Das ist ein Teelöffel Quittengelee. Das stimmt. Ist das so? Ein Teelöffel Quittengelee? Was ist das denn bitte? Ich stelle mir vor, demnächst ich irgendwie mit Freunden, Netflix-Abend, total geil, The Walking Dead und meine Freunde mit Tütenchips, und ich, à la Bonheur. Sag mal, ist aber köstlich. Was denn? Algensud. Das sind die Sachen, das ist für mich tatsächlich ja so. Und ich habe gemerkt, gerade so in dieser Corona-Zeit, ich habe echt zugenommen. Das muss ich tatsächlich sagen. Corona-Zeit, ich habe zugenommen. Es fing ja auch irgendwie an bei Corona irgendwie. Man saß ja abends zu Hause, ne? Ich und mein Freund, wir saßen zu Hause und haben um 20 Uhr gesagt, so, ne? Ich koche uns was Schönes, ne? Gläschen Wein dabei, total lecker. Ne? 3 Tage später, 18 Uhr. Ne? Wo ich gesagt habe, wir können jetzt was kochen. Gläschen Wein dabei, noch lecker. Irgendwann 16 Uhr, 14 Uhr zu. Irgendwann war ich morgens da, hatte ein Rührei in der einen Hand und ein Chianti in der anderen Hand. Und hab gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist doch hier nicht richtig. Und man muss also wirklich darauf sehen, dass man echt dann irgendwie dicker wird. Ich weiß noch, ein Kumpel war bei mir zu Hause und da sagt der Kumpel zu mir, Sascha, das ist ja krass, du hast ja einen Staubsaugerroboter. Da habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Das ist die Waage, sie flieht. Ich versuche zu fliehen. Und ich habe alles tatsächlich probiert, so viele verschiedene Sachen. Und ihr sagt also Kohlenhydrate weg, ne? Ich habe das mit Kohlenhydrate weg. Wer war das nochmal? War da jemand hier Kohlenhydrate weg, ne? Viele. So, viele. Ne? Ich hab's probiert. Ich habe ein kohlehydratfreies Brot gebacken. Was da reinkam? Quark, Leinsamen, Schrot, Floh, Samenschalen, Sesam, Wasser und Walnüsse. Ich habe es gebacken. Ich habe es rausgeholt, das sah aus wie ein Gästehandtuch. Wirklich, ich schwöre euch, das ist wie so ein Gästehandtuch. Ich habe es ins Bad gehängt. Seife weg, Stück Gouda drauf, fertig. Was machst du für Diäten? Und ich habe von der Diät gehört, da weiß ich nicht, Mareike, ob du die kennst. Das ist die ABC-Diät. Kennst du die ABC-Diät? Sensationell, ist auch super easy, weil du darfst in der ersten Woche nur alles essen, was mit einem A beginnt. In der zweiten Woche mit B, dann mit C und immer so weiter. Das wird irgendwann ein bisschen schwierig. Wenn du dann beim Metzger stehst und sagst, ich hätte gerne 3 Schnitzel und 4 Koteletts, bitte. Und eins kann ich sagen, sehr lecker sind Yoga-Bratkartoffeln. Fantastisch, großartig, grandios. Und dann habe ich einen Kumpel getroffen und da sagt dieser Kumpel, ja, eine Freundin von mir, die hat in 3 Monaten 15 Kilo abgenommen. In 3 Monaten 15 Kilo. Habe ich gesagt, ha, ist ja gar nichts. Ne? Eine Freundin von mir hat so, zack, 95 Kilo abgenommen. Ja, was? Ich sag, ja, zack, 95 Kilo. Sagt er, 95, was hat die gemacht? Hab ich gesagt, sie hat sich scheiden lassen. Das überschüttet ihn, fällt einfach mal weg.
Und irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen, ne, dass ich dann so frech zu dem war. Da habe ich gesagt, komm, gib mir die Adresse von der Freundin, da gehe ich da mal hin. Ne? Das hat er dann klar gemacht, ne? Und die machte so eine Gemüsediät. Und ich kam dort an, ich habe geklingelt, ich kannte die gar nicht. Und dann ging die Tür auf und dann machte mir da so eine Frau die Tür auf, ne? So Haare und die trug so Jute. Ne? So ganzheitlich, so ein Jute-Kleid. Ich habe erst gedacht, die kommt vom Sackhüpfen. Kennt ihr das? So dachte ich erst. Und dann sagte sie, hallo, ich bin die Aschmadisch. Ich bin die Aschmadisch. Da habe ich gedacht, krass, normalerweise heißen Toyotas so. Ne? Hast ein neues Auto? Ja, Toyota Aschmadisch. Sensation. Dann meinte ich, okay, alles klar. Sagt sie, ja, Aschmadisch, das ist mein mir selber gegebener spiritueller Name und heißt, ich will Frieden. Da habe ich gesagt, ich bin der Sascha, das ist hessisch und heißt, ich will eine Frikadelle. Das ist eine Frikadelle, vielleicht, man weiß es nicht. Und dann sagte sie, wir machen was ganz Besonderes, ne? Gemüse fühlen. Ne? Wir machen mentales Grillen. Ich sag, was? Mentales Grillen? Das ist Grillen ohne Feuer. Da habe ich mir vorgestellt, wie nicht asthmatisch, aschmatisch, da sitzt mit so einem Föhn über so einer Aubergine und sagt, in 48 Stunden ist die fertig. Dann bin ich direkt weitergegangen, habe gedacht, okay, alles klar, ich lasse die da so sitzen. Ich wollte lästern. Ich wollte wirklich lästern und setze mich zu so einer Frau und habe gesagt, kennst du schon die Veganerin, diese Vegetarin, die feuerfreie Aschmadisch? Sagt sie, ja. Und ich bin Ovolacto. Und ich, was? Ich bin Ovolacto. Und da habe ich gedacht, verdammt! Warum habe ich nicht Herr der Ringe gelesen? Wer war nochmal Ovolacto? Ich wusste es tatsächlich nicht. Und bin weitergegangen, weil Ovolacto gab mir jetzt nichts. Und da saß jemand ganz traurig, richtig traurig. Der war richtig, richtig traurig. Und da habe ich gesagt, gehst du mal hin? Da habe ich gesagt, was ist mit dir los? Sagt er, ich habe Hunger. Ich habe gesagt, dann isst doch was. Sagt er, es geht nicht, ich bin Frutarier. Da habe ich gesagt, was ist das? Sagt er, ich esse nur das, was wirklich möchte. Kennen wir alle? Die Suizidtomate, die depressiv am Strauch hängt und sagt, ich kann nicht mehr. Sich selber losmacht und rollt in die Schale zum Basilikum mit Burnout. Natürlich, das kennen wir. Völlig. Und irgendwann sagt der Aschmadisch, ich habe was ganz Besonderes vorbereitet und das ist sehr lustig, wegen dem, was du gerade gesagt hast. Da sagst du, ich habe was Fantastisches, es gibt eine Lasagne. Und ich, Strike, Lasagne, yes! Come on! Und dann war das aber eine Low-Carb-Lasagne. Kennt ihr Low-Carb-Lasagne? Da gibt es keine Teigblätter, gibt es nicht. Ne? Die Teigblätter sind ganz dünn, ne? so geschnibbelte, so ganz dünne Zucchini-Scheiben. Nein. Das ist keine Lasagne, oder? Eine Lasagne muss aussehen wie ein Parkhaus. Fettes Deck, irgendwas dazwischen. Fettes Deck, was dazwischen. So muss die aussehen. Ne? Man kann doch aber auch sagen, ich esse einen Gemüseauflauf. Ist doch völlig, aber ist doch keine Lasagne. Und da habe ich gesagt, was ist mit der Bechamel? Sagst du, ist mega. Low Carb Bechamel. Ne? Sag ich, woraus sagt sie? Aus Xylit und Agar-Agar. Oh Gott. Ich sag, was? Xylit und Agar-Agar. Da habe ich gesagt, ist das nicht der letzte Disney-Film? Xylit und Agar-Agar? Was ist denn Agar? Was ist denn bitte Agar-Agar? Ich kenne nur Agar, du, push the button. Das kenne ich. Aber das ist das Einzige, was ich kenne. Xylit und Agar-Agar. Und ganz ehrlich, eine Bechamel, das ist doch eine Bechamel, für mich zumindest. Das steckt doch in dem Namen. In der Bechamel ist auch ein Bechamel drin. Sonst geht's nicht. Und ich war sauer, ich bin gegangen. Da habe ich gedacht, ich habe noch 5 Punkte, die habe ich heute hier nicht gegessen. Da bin ich zu einer Pommesbude und bin 5-mal auf und ab gelaufen, damit ich diese 5 Punkte hatte. Und jetzt bin ich hier und habe noch 3 Punkte und bin gespannt, was ich dafür noch bekomme, Mirja. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Mareike, hallo. Hallo. Sascha, aktuelle Diät ist bei dir ist Weight Watchers, ne? Ist Weight Watchers, tatsächlich, ja. Und was ich auch sensationell an Sascha finde, der bewegt sich auf einmal wirklich sehr viel. Der ist heute hierher gelaufen. Vom Hotel, und das muss man sagen, und dann das den ist Rest in Sardinien. Roller. Ja, ich bewege mich gerade. Ja, ich du wandere gehst auch, viel. ich bin im Wanderalter. Ja, du hast ja jetzt auch Wanderschuhe gekauft. Ja, ich habe ja wirklich total absurd. Ich habe mir Wanderschuhe geholt. Verrückt. 300 €. Ja. Das ist meine Miete. Ja. Also Weight Watchers, aber was würdest du sagen, in welcher Phase bist du wir sind ja sehr du bist auch in meiner Phase, ne, dass du eigentlich weißt, dass das alles total sinnlos ist. Also an sich glaube ich, also wenn du dir das durchliest, natürlich mit Weight Watchers, das ist kein Hexenwerk. Du weißt halt eben, was du nicht essen solltest. Das ist ja nicht, dass man denkt, Sauce Bernays ist nicht gut, oh mein Gott, Gott sei Dank weiß ich das. Also das ist tatsächlich, eigentlich weiß man das, aber wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist es ganz gut, am Anfang vielleicht so einen Leitfaden zu haben über dieses Punktesystem, wo du so drauf kommst. Und irgendwann musst du das für dich selber so
umstellen. Und du hast völlig recht, halt eben Diäten an sich, sagst du ja, sind Quatsch, weil das kann man ja für sich selber erfüllen und eigentlich weiß man das. Weil das weißt du ja auch ohne Weight Watchers, dass eine Sauce Bernays jetzt... Genau, dass man, genau, so ist es irgendwie 12, Rotwein am Abend, ist jetzt auch nicht irgendwo, wo du morgens aufwachst und bist irgendwie Twiggy, das ist richtig. Und da ist ja im Namen auch schon drin, Bernays, also es ist ein Bernardiner drin. Ist mittelgut gewesen. Aber was ich an WW eben gut fand, ist die Kontrolle. Also mir hilft die Kontrolle. Aber da ist natürlich, wenn du das dann nicht für immer so machst, dann ne? So. Aber es ist auch, wenn du ins Restaurant gehst irgendwie und sagst, ich hätte gerne dieses und dieses Gericht, ne? Was weiß ich, Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti. Wie rechnest du das um? Ein Tagessatz. Absolut. Und dann war's das. Ja. Ne? Wie traurig. Ja, aber wirklich traurig. Da back ich mir doch lieber ein Gästehandtuch. Ich war mit einer Freundin, die hat mal Blumenkohlreis gemacht. Ja. Wo ich gesagt habe, das ist kein Reis, das ist Blumenkohl. Das hat sie auch schon mal, das hat sie mal gepostet, dass das sehr traurig aus. Blumenkohlreis? Ja, Das ist einfach Blumenkohl, das ist gehackt. Ja. Ich weiß. Ich nehme doch auch nicht einen Blumenkohl, pack den in so einen Mixer, mach irgendwie so Kokoslikör rein und sag, oh, eine Pina Blumencolada. Mach ich ja auch nicht. Gar keine schlechte Idee. Das machen wir. Du bist ja Spanier, halb Spanier und halb Paderborner. Richtig. Da ist ja in dir wahrscheinlich genetisch schon angelegt Paella und Paderborner Pilz. Genau. Paella, Paderborner Pilz, völlig richtig. Und ich bin doppelt katholisch. Das ist dann nochmal viel schlimmer. Wie bist du denn? In welcher Kita warst du sozusagen? Wie bist du erzogen worden? Ich bin ja tatsächlich, was das Essen angeht? bis ich 10 war, ja in Spanien aufgewachsen. Und in Spanien gab es damals zu der Zeit keine Kitas in dem Sinne, sondern man war ein Jahr vorher in der Schule. Und das war tatsächlich unter Franco, das war wirklich, war in so einer Nonnenschule, unter echt so einer Zucht. Und da gab es tatsächlich diese Mittagstische in Spanien nicht, sondern meine Oma ist gekommen mit einem Bocadillo. Und in Spanien ein Bocadillo, das ist einfach so ein Baguette. Das sind einfach 700 Gramm Serrano das wäre drin. ein Espresso. Und ein Espresso, ja, weil man mit sehr schön, auf dem 8-jährigen Espresso trinkt. Nee, und das waren einfach solche Bocadillos. Und Sie nennt das Vitalpilzkaffee. Das finde ich ja das Vitalpilzkaffee, Ja, finde das ich ist sensationell. sensationell. Ja. Und sie trinkt das und man denkt echt, das muss ich jetzt auch mal machen, weil sie ist halt ein Drill-Instructor in sympathisch. Da kriege ich mit meinem Cappuccino beim Zugucken dann immer ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, aber das glaube ich dir sofort. Ja. Ich wusste nicht einmal, was ein Vitalpilz ist. Das ist immer. Bitte? Gibt viele. Ich kenne das bei mir so in der Dichtung auf dem Kühlschrank, der verbreitet sich. Das ist sehr vital. Isst du denn auch wie ich? Du isst ja auch wie ich spät. Wir sind im Das ist Tourgeschäft, das, da brauchen wir so sie. ist es. Sie geht mit uns auf Tour, das werden wir nachher noch besprechen. Und du kochst dann für uns. Wir werden uns hier heute Abend ein Team zusammenstellen. Aber würdest du sagen, dass du auch jemand bist, der über den Hunger hinaus ist? Tatsächlich, ja, das ist tatsächlich so. Und gerade wenn man so auf Tour ist, ich kann halt eben vor den Shows nie richtig was essen. Ja. Und wenn du dann bei Veranstaltern bist, die geben sich so wahnsinnig Mühe, dann hast du 2 Stunden gespielt, da kommst du in so einen Raum und dann ist ein Buffet aufgebaut. Und es ist ja nicht, dass der Veranstalter sagt, ich freue mich, dass du da bist. Es gibt einen Karottensmoothie, dann haben wir jetzt noch 2 Selleriestangen und ein Vitalpilzkaffee. Das ist ja so nicht, sondern die geben sich Mühe und die machen dann oft irgendwas in Sahnesoßen und mit Röstis und mit Würstchen und es schmeckt mir auch natürlich danach, weil man dann auch so eine Energie hat. Und absolut richtig, ich esse genau wie du. Und es ist ja dann auch ein emotionales Essen, weil du dich auch belohnst nach der Show, Und oder? Man fühlt sich auch einfach total wohl. Das ist einfach, und ich weiß, dass es natürlich nicht gut ist, wenn man das jeden Abend macht, weil wir viel unterwegs sind. Aber es ist tatsächlich so ein emotionales Essen. Und das finde ich so schwer, weil ich bin dann so auf Adrenalin und Cortisol und alles, was ich dann ausgeschüttet habe. Und ich spüre da gar nichts mehr. Ich spüre da nichts mehr. Das muss alles rein. Ja. Und du kannst ja vorher, man kann das ja angeben, was wir essen unterwegs. Ja. Ja. Und da hatte ich auch mal Obst draufstehen auf diesem berühmten Tech Rider. Und irgendwann habe ich es wieder runtergenommen, weil... Ich hatte das auch mal, weil ich das total cool fand, zu sagen, was ist der Künstler? Ja, so eine Obstschale. Ja. Ne? Und dann war so eine riesige Obstschale und ich habe gedacht, ich mag das überhaupt nicht. Aber ich fand es irgendwie fancy, das da reinzuschreiben. Ja. Und dann habe ich die in meinen Rucksack geschüttet. Ja, ich auch. Damit die denken, ich hätte das gegessen. Ja, ich nehme es mit und verschenke es an der Rezeption im Hotel. Irgendwie sowas. Wie Blumen. Und es ist auch lustig, dass irgendwie 3 Wochen später, dass man in seinem Rucksack noch eine halbe Kiwi findet. Und auch krass. Daher kommen ja die Haare auf der Kiwi. Daher kommen ja. Was war aber so das Schlimmste, was du mal gemacht hast? Also wir haben mit dem Blumenkohlreis, haben wir schon gerade gehört, oder das mit dem Gästehandtuch. Was war mal wirklich so das Ekligste, wo du gesagt hast, das mache ich nie wieder? Gab es sowas mal? Nee, also jetzt was richtig Ekliges gab es tatsächlich noch überhaupt nicht. Ich habe mal irgendwie so eine Trendkostgeschichte gemacht und das fand ich halt ganz spannend irgendwie, dass das so getrennt voneinander ist. Aber so was richtig Ekliges, doch.
Man sagt ja immer, dass Insekten irgendwie, dass man da nicht zunimmt, so von Heuschrecken und so. Ja, siehst du so, beim Dschungelcamp, wie dünn die dann immer sind. Absolut. Und das habe ich dann mal probiert und Was? ja. Wo hast du die denn hergekriegt? Es gab mal Die gibt's doch nicht beim Rewe. es gab so ein Food Market in Köln und dann gab es dann irgendwie so einen Insekten-Truck. So, und dann habe ich 2 Heuschrecken gegessen und 3 Ameisen. Das war ich habe auch einen Stern gekriegt für die eine Gruppe. Nein. Nein, und es ist so, dass Leute sagen, es schmeckt immer nach Hühnchen. Und ich fand, dass Heuschrecken geschmeckt haben wie so Flips, Erdnussflips. Ja. Wirklich, ich fand das jetzt nicht so schlimm, aber ich würde es nicht nochmal machen, weil es irgendwie, die Überwindung ist sehr groß. Ja. Ja. Aber es ist absoluter Trend, ne? So Totaler Insekten. Trend. Also weil es Proteine sind, ne? Und Ja, immer wieder. natürliche Proteine. So ist es, ja. Ja, und es gibt auch richtig gibt ja auch mittlerweile Proteinpulver aus Insektenprotein und sowas alles. Und damit ja. machst du auch so Patties, ne? So für Burger. Ja, es gibt ja gibt's so auch. Insekten-Patties Ja, halt ja, eben auch. ja. Krass. Ich verteufel überhaupt keine einzige Diät. Jeder sollte wirklich wissen, was er für sich irgendwie in Anspruch nehmen möchte. Ich bin einfach so ein gut bürgerlicher. Ich auch. Aber es geht auch mit gut bürgerlich. Also hört sich immer so an, als wenn man jetzt keinen Schnitzel mehr essen darf oder keine Rahmsoße oder so. Ne? Aber es ist halt nicht diese eine Mahlzeit. Das ist halt wirklich nicht so. Das kommt ja drauf an, wenn du dann schon, okay, zum Frühstück schon irgendwie dein Brötchen mit Marmelade und da sind halt auch keine Proteine und nichts und einfach, ne? Würstchen und Speck. Genau, sowas. Dann ist halt in der Summe dann natürlich nicht so optimal. Aber ich finde halt, wenn man da gut selektieren kann und halt grundsätzlich so eine gute Base hat, funktioniert das schon. Und dann findet man an jedem Buffet findet man das Passende. Und das ist halt nicht, ich finde es immer schwierig, wenn man immer so denkt, so, ja, ich esse halt gut bürgerlich und deswegen funktioniert das nicht. Das stimmt halt nicht, weil man kann gut bürgerlich essen. Die Masse macht's ja einfach. Ja? Und würdest du dann vielleicht nicht 2 Teller davon essen oder einfach selektieren und mehr Fleisch, weniger von der Beilage, aber du kannst ja Beilage essen, nur du sollst halt nicht nur Kartoffeln und nur, keine Ahnung was, Nudeln. die Pommes und keine Ahnung was, Pommes mit Nudeln ist halt nicht so geil. Und wenn du dann einfach die Konstellation einfach nur mal verändern würdest, dann würdest du auch mit gut bürgerlich auch zurechtkommen. Das ist ja, und das Problem ist halt, dass ich diese Disziplin nicht habe. Und ich glaube, es geht um Disziplin, dass man sich das so gegenwärtig macht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, hier ist ein Buffet, wir sind 13 Leute, das ist nicht für mich. Das muss man sich als allererstes sagen, weil ich bin wie so eine Heuschrecken, ich fräse mich da durch. Ich habe heute Morgen wirklich, und ich hatte sie schon in der Vorbereitung auf die Sendung, hatte ich sie so in meinem inneren Kopf schon so abgespeichert und ich habe mir einen Obstsalat gemacht und gehe mit dem Obstsalat, habe ich auch gepostet, gehe mit dem Obstsalat schon raus, gehe am Buffet und da waren dann links Brownies und da dachte ich, ja, kannst du ja als Macarons, Topping. ne, hab ich Macarons und Brownies. Ich war das nicht. Jemand hat mir Jojo-Effekt kam von der Seite und hat mir das da draufgelegt und ich konnte gar nichts mehr machen. Und Mirja ist dann an mir vorbeigegangen. Ich saß nämlich da auch und habe gesagt, Mirja. Und dann kam sie zu mir und ich hatte 2 Spiegeleier, ich hatte Speck, ich hatte 2 Brötchen und Leberwurst. Und ich habe gedacht, wieso rufe ich die? Das ist wirklich... Aber es ist halt so, aber in einem Hotel wäre es dann so, du machst dir dann eine Bowl mit wahrscheinlich Joghurt und Früchten und siehst die anderen Sachen nicht? Oder du weißt, dass die dir nicht gut tun? Das Thema ist, du hast es gerade so schön gesagt, dass du gesagt hast, man fühlt sich so gut danach. Ich bin der festen Überzeugung, das sage ich auch immer wieder, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie sich gesund und fit fühlen wirklich anfühlt. Das glaube ich auch. Ja. Und das ist dann eher so eine kurzzeitige Befriedigung. Aber ich muss ganz klar sagen, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du in einer anderen Routine wärst und ein anderes Essen hast, dann würdest du dich viel besser danach fühlen, als nach dem, was du jetzt denkst, dass du dich gut danach fühlst. Das glaube ich sofort. Das ist halt so, deswegen, ich sehe das alles, aber wenn du wenn dich das gar nicht, irgendwann juckt dich das gar nicht mehr, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt wirklich richtig Bock drauf hätte, würde ich es essen, aber ich weiß halt einfach, nee, das saugt meine Energie aus, ich habe da gar nichts von, mir schmeckt es wahrscheinlich noch nicht mal, weil meine Geschmacksnerven da viel sensibler sind, als wenn du halt nicht so naturbelassen isst und dann bist du da total reizüberflutet mit und ich muss sagen, ich guck's mir an und denke dann so, oder bring's einer Freundin mit der ich frühstücken bin, kann sie ja essen, aber ich brauche das tatsächlich nicht. Aber das ist das, was du sagst, ist eine Routine, ne? Ja. Eine Routine, die man hat halt einfach und wenn du diese Routine nochmal umänderst und sagst, okay, auch was anderes kann eine Routine werden, die man so vielleicht nicht kennt. Genau. Absolut richtig. Also ist Junkfood quasi, weil du sagst, ja schnelle Befriedigung ist Junkfood, der Porno und das gesunde Essen ist Liebe machen. Ja, kannst du schon so sagen, würde ich sagen. Mirja. Schön, oder? Come on. Ja,
Die schnelle Befriedigung. Ich meine, ne? Also, Nee, völlig richtig. das Völlig richtig. kennen wir. Absolut. Also nicht, dass wir, also nein. Nach der Show oder bei jedem Job. Es ist ja, nein. Und schneiden wir raus. Es ist ja auch total oft, wenn du auf der Bühne stehst und machst Witze drüber, Ja. ist auch immer so ein bisschen Neid mit drunter, Ja, natürlich. dass man diese Disziplin nicht hat, genau das zu machen. Wenn ich über Sport kokettiere, doch nicht, weil ich Menschen verachte oder doof finde, die Sport machen, sondern Gar nur, nicht. weil ich mich ärgere, dass ich das eben nicht hinkriege. Wieso? Okay. Ist meiner Meinung nach ein Grundsatzding. Du darfst eins nicht vergessen, du bist 24/7 in deinem Körper, Ja. dein Leben lang. Ja. Und wenn du einen Porsche fahren willst, tankst du kein E10 da rein, dann tankst du Super Plus. Dann bist du auf der linken Spur, auf der Überholspur und hast Spaß im Leben. Aber teuer. Und ja, aber wir geben auch ganz viel Geld für Schuhe aus, wir geben ganz viel Geld für Leasingraten, für Autos aus, für Wohnungen, keine Ahnung, Klamotten, alles, das kann alles nicht teuer genug sein. Dieser ganze Lebensstandard, dieser ganze Überfluss, in dem wir leben. Und beim Wichtigsten, bei unserem eigenen Benzin, was wir in uns reintanken, wird das Geld gespart, da wird die schlechteste Qualität gekauft. Wenn du dir teilweise dieses verarbeitete Fleisch anguckst, was du im Supermarkt kaufst, ich esse es auch manchmal, keine Frage. Aber unterm Strich steht es in keiner Relation. Also klar muss man raus aus der Komfortzone, aber du kriegst es doppelt und dreifach gedankt, weil die Alternative wäre, im Alter irgendwelche Medikamente zu nehmen und vor sich her vegetieren und im Alter gar keine Lebensqualität mehr zu haben. Und deswegen, die Frage stellt sich für mich nicht. Ich esse auch mal Burger, ich esse auch mal Pommes und ganz klar. Aber unterm Strich macht die Dosis das Gift und das Komplette muss einfach passen. So. Und das ist genau das Bewusstsein. Ja. Man muss einmal dieses Bewusstsein tatsächlich für sich haben. Und das ist halt einfach wichtig. Und es ist auch gut, dass man sagt, auch du, dass man einfach auch manchmal so einen Burger isst. Ja, Genau. Ich mach's halt häufiger, aber Ja. Du musst ja selbst die Frage stellen, fühlst du dich wohl? eigentlich ja, das muss ich leider sagen. Aber du hast völlig recht. Eigentlich gibt's nicht. Das ist dieses Nicht eigentlich, wenn ich eine Treppe hochlaufe, merke ich halt einfach schneller wie andere, Ja. dass ich müde bin. So, das ist völlig richtig, ja. Muss man Ja. auch sagen, also muss man ja ehrlich bleiben. Ihr beide kennt euch ja, glaube ich, kann man sagen, sehr, sehr gut mit Diäten aus oder mit Ernährung und vor allem mit Kalorien. Bei Mareike würde ich tippen, sogar noch kennt sie sich doller aus mit Kalorien als du. Und Ja, was deswegen 100 freue ich Pro. mich jetzt ganz doll auf unser Spiel. Eine Mischung aus Diäten und Dart. Willkommen bei weia. den schnellen 2000ern. Komm mal mit rüber. Ich erkläre, das Ja, sind, okay. die schnellen 2000er sind so. Wir haben jetzt 60 Sekunden Zeit. Hier sind verschiedene Lebensmittel drin und ihr müsst schätzen, man sagt ja so 2000 Kalorien pro Tag, wäre jetzt so ein klassischer Tagessatz. Kommen wir gerade vor für wie einen bei der Menschen. Versuchung. Ja, Aber genau. wirklich Und ihr müsst krass. schätzen, was ergibt insgesamt 2000 Kalorien. Okay. Was stellt ihr dann in das rote Feld rein? Innerhalb von 60 Sekunden, die Zeit läuft runter und der Gewinner, Helft ihr der mir? am nahesten dran ist an den 2000 Kalorien, darf alles auf der Stelle essen. Das heißt, das, was. Also, Spaß. nee, aber in dem Ding müssen 2000 Kalorien, Ja, also da so müssen nach. 2000 Kalorien Okay, rein. alles klar, in Ordnung. Genau. Okay. Und einen grünen Apfel haben wir ja auch. Das wissen wir ja schon am Und wir spielen abwechselnd oder? Du bist der grüne Apfel, ne, oder? Genau. Nee, gleichzeitig. Also auf Zeit. Auf Okay. Zeit. Die Zeit läuft gleich runter, wenn ich Bescheid sage, dass es losgeht. Wenn ihr alles verstanden habt. 2000 Du bist jetzt da wollen. drüben. Sowas bin ich aber Ich habe einen eigenen Tisch. Hast du was anderes? Also der gewinnt, kann es auch alles mitnehmen in den Ich Rucksack. weiß gar nicht, schieben was und- das ist. Ist das Wein? Ach, und es ist noch dazu zu sagen, es ist ein bisschen... Was ist das? Steine. Ja, okay. Nee, das sind so Schaumkuss. Die hätte ich gern. So Schaumkuss. Genau, wir haben ja alles mögliche. Leberkäse, Baiser, Kartoffeln, pure Kartoffeln. Guck mal, bei der Banane haben wir jetzt die Schale dran gelassen. Leberkäse. Aber dass ihr so ungefähr drauf kommt, was sind 2000 Kalorien? Ich würze den. Guck mal, das ist zum Beispiel... Das sind Erbsen, ne? Ach, das sind Erbsen? Und Ja. mega, du Braucht jemand kannst noch das dann Pasta? direkt ausrechnen, Ich oder kann was? das ausrechnen, ja, da ist sofort. ein Trick dabei. Ah, verstehe. Ja. Okay. Genau, Ja, ich die weiß Punkte das. und Ich weiß so. das. Ich habe das in 3 Wochen auswendig gelernt. Ist ja egal, wie viel noch drin ist. Hauptsache, es geht um das. Wir haben noch nicht angefangen. Du sollst die 2000 nicht essen. Was hast du denn jetzt gegessen? Nicht schon essen. Nein, oh Mann. Jetzt geht's nicht Jetzt mehr. fehlen noch welche. Scheiße. Nein, aber Ja, jetzt stimmt's doch nicht mehr. geht es um das? Wo hast
darfst du nicht essen. Es tut mir leid. Wo hast du es rausgenommen? Sie hat gesagt, intuitiv arbeiten. Das habe ich gemacht. So, wir fangen jetzt an. 2000 Kalorien in 60 Sekunden und Okay. auf die Plätze. Was soll ich nehmen? Fertig. Los. Also Nüsse ist schon viel. Ihr könnt auch Nutella ist auch viel, ne? Was nehme ich? Was nehme ich? Guck mal, ich hab jetzt das hier. Also ich habe keine Ahnung. Also, weißt du, So Meckwürstchen sind doch auch krass. Die sind auch. das Glas Wein. Und der Leberkäse Avocado auch. hat viel, ne? Glas wir haben es. Die Brezel 300. 2000, ja eben. Pilz 300. Und das? Du kennst dich damit aus. Bier auch 300. 600? Ja, bist du ein Kalorienzähler? Nee, eigentlich nicht. Das ist natürlich schon 100. Hat 100? Neun? Ich brauche noch 1000. Was? Ein Löffel hat 100 Kalorien. Chips. Was hast du denn hier? Das habe ich gar nicht. Das Öl. Hast du kein Öl? Ihr habt alle das Gleiche, nur er hat schon gegessen. Alles, was wenig hat. Eine Sache noch. Eine Sache noch. Glaubst du niemals? Die Nudeln? Da muss doch Ich glaube, ich habe jetzt schon 8000. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ende! Du hast abgeguckt. Wir sind ähnlich, ne? Du rechnest schon? Ich würde gerne mal. Kannst du laut rechnen? Das sind 1400 Kalorien. Ganz genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und du hast exakt 2000 Kalorien. Ist nicht dein Ernst? Ja. Nein. Ja, wirklich. Ach, ihr habt das extra so abgefüllt. Ja. Ach, was? Du hast exakt 2000. Überall sind 200 Kalorien drin. Du hast 1400. Das Aber ist das, was. ist Zufall. Genau. Das ist Zufall, aber du hast es super gemacht. Du hast noch den letzten Griff gemacht. So. Du warst es. Genau. Ja. Super. Du hast gewonnen. Nein, du hast ja gewonnen. Aber du hast auch gewonnen. Wir haben alle gewonnen. Du hast auch gewonnen. Es ist ja auch für dich besser, nur noch 1400 Kalorien zu essen, was du da auch hingestellt hast. Wie Deswegen man hier als Gast behandelt wird. Das möchte ich nur mal sagen. das darfst du dir auf jeden Fall schön mitnehmen. Was soll ich mit dem Apfel und Erbsen? Ja. Da macht er den Nudeln draus. Und, Ja. dann Den mal auch noch- Apfel kann guck mal, ich dir das schon ist mal doch geben. geil. Bist du schon mal versorgt? Die sind lecker, probier mal. Das sind aber keine Proteinchips. Nee, überhaupt nicht, aber die Nee. sind mega lecker. Die sind aus Ich würde Kichererbsen. trotzdem diese Klötze hier interessieren. Kannst du es mal probieren für mich? Komm her. Weißt du, wie die So mache ich aussehen? das immer. Oh, ich glaube, das ist so dieses Wie Schau. diese Schwämme, mit denen du unten an der Ferse... Nein, das ist eine Brust. Ich bin schwul, das kann ich nicht. Das ist wirklich eine Brust. Das ist tatsächlich eine Das ist wirklich eine Brust. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Die Kamera nicht. Was ist denn hier noch drin? Ein Penis. Ja, liebe Zuschauer, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Gott sei Dank. Besser ist das. Mit einer Brust in der Hand. Ja, aber er kann ja die Banane nehmen. Er kann die Banane nehmen. Ja, vielen Dank. Läuft die Sendung nach 12? Ich hoffe. Man weiß es nicht genau. Ihr Lieben, ich glaube, wir haben heute echt sehr viel gelacht. Sehr viel Licht ins Dunkel. Ich habe eine Brust in der Hand, das geht nicht. Ich soll die jetzt nehmen. Wir haben sehr viel gelacht heute und wir haben, glaube ich, trotzdem ein bisschen Licht in das ganze Dunkel des Diätenmysteriums reingebracht und viel gelernt heute. Sport wäre gut, viel Fleisch geht auch, aber das Allerwichtigste überhaupt ist, intuitiv und gesund zu essen und so natürlich wie möglich. Aber das Allerwichtigste ist, das Ganze mit Humor zu sehen und sich nicht verrückt zu machen. Und das haben heute meine beiden tollen Gäste wirklich gut bewiesen. Mareike Spalek, Danke. Comedian Sascha Korf. Vielen Dank. Und unser staatlich geprüftes Fachpublikum, unsere Regensburger. Vielen Dank. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Das war Mirjas Welt. Dankeschön.